Hallo ihr Lieben, hier ist der Björn. Seit langem mal wieder ein Rezept auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Süßigkeit und zwar hat es was mit kleinen Beeren zu tun, die bunt sind. Ich hoffe, ihr könnt es schon erahnen und zwar geht es um Gummibären. Meine Tochter hat sich letztens welche geholt und ich habe auch ein paar gegessen. Da ich Kalorien zähle, habe ich mal auf die Packung geguckt und dachte, oh, okay, stopp. Das sind mir zu viel Kalorien. Ich habe jetzt mal nach Rezepten geguckt, die nicht so viel Kalorien haben und ich habe eins gefunden mit sage und schreibe 38 Kalorien auf 100 Gramm. Hört sich das gut an? Das werde ich heute in zwei Varianten probieren und einmal in einer vegetarischen Variante, da ist Agar-Agar drin als Bindemittel und klassisch mit der Gelatine. Was ihr dazu braucht, das seht ihr jetzt. Ja, das sind jetzt die Zutaten, die man braucht. Das ist ganz schön wenig, wenn man überlegt. Als wichtigstes, sag ich mal, ist natürlich die Form. Es gibt Gummibärchenform. Die habe ich schon ein bisschen länger, weil ich sowas früher mal probiert hatte, aber das ist überhaupt nichts geworden. Ich kann euch die mal in der Beschreibung verlinken. Ihr könnt aber genauso gut eine Pralinenform nehmen oder von mir aus auch eine Sandschüssel, wenn ihr Kinder habt, womit die im Sandkasten spielen. Alles möglich. Hauptsache es schmilzt nicht, wenn die heiße Masse reingegossen wird. Ja, wie schon eben gesagt, wir haben hier die zwei Geliermittel bzw. das Bindemittel, damit es auch wirklich fest wird. Dazu kommt die einfachste Zutat, 250 Milliliter Wasser. Ich hoffe, das habt ihr da. Dann Erythrit, 3 bis 4 Esslöffel, sag ich mal. Das kommt wirklich ganz drauf an. Das hat eine andere Süße als Zucker. Da muss man wirklich ein bisschen für sich selber probieren, wie es einem schmeckt. Und jetzt 3 bis 4 Beutel Tee kommen dann auf die Masse für die Gummibärlis, damit es halt einen Geschmack hat. Wir müssen gucken. Ich nehme an, der Tee Kirschbananen ist rot. Und wenn ich da grünes Färbemittel drauf kippe, dann werden meine Gummibärlis wahrscheinlich nicht grün, sondern braun. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, und jetzt wollen wir erstmal loslegen. Ja, da haben wir jetzt die beiden Töpfe. Hier rechts kommt die vegetarische rein. Hier links die normale Gelatine. Das ist Gelatinenpulver, was ich habe. Das heißt, ich musste nicht vorher im Wasser einlegen. Wir müssen das Wasser jetzt einfach zum Kochen bringen. Dann packen wir je 4 Teebeutel rein. Die habe ich schon vorbereitet. Da sind sie. Tee könnt ihr übrigens nach eurem Geschmack auswählen. Von mir aus könnt ihr auch einen grünen Tee nehmen. Einen Holundertee, wie auch immer. Also wenn das Wasser kocht, Teebeutel rein, 5 Minuten ziehen lassen. Dann haue ich die Geliermittel rein und dann schauen wir mal, wie das dann wird. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ja, wie ihr seht, war ich schon fleißig. Ich habe die Teebeutel rausgenommen. Das Wasser hat jetzt gekocht. Dann einfach Teebeutel, kennt ihr, rausnehmen und mit dem Band einfach ausbringen. Kann man auch mit dem Finger machen. Ist natürlich ein bisschen heißer. Jetzt müssen wir das Erythrit und die 4 Esslöffel Erythrit, ich habe jetzt nur 3 genommen, dazugeben. Zusammen mit dem Geliermittel, das ist ja das Vegetarische, das müssen wir verrühren. Und dann nochmal leicht erhitzen. Ich hätte mir einen Schneebesen nehmen sollen, merke ich gerade. So, also nimmt da lieber einen Schneebesen. Man merkt schon richtig, wie dickflüssig das wird. Ich hatte mal einen Hustensaft, der hat so gerochen. Das immer alles so riecht wie Hustensaft. Schrecklich. Da sieht man mal, wie uns Kindern da immer alles lieb gemacht wird. So, jetzt muss ich schnell rüber zum zweiten. Auch einfach 3 Löffel Erythrit, das ist die normale Gelatine oder das Gelatinepulver. Und dann schnell verrühren. Nehmt wirklich einen Schneebesen, das geht viel einfacher. Wir wollen keine Klümpchen haben. Jeder kennt es. Man macht irgendwie einen schönen Blumenkohlauflauf oder Brokkoliauflauf mit Kartoffeln und da sind zig Mehlstückchen drin und die Leute essen es nur aus Freundlichkeit, aber eigentlich schmeckt es nicht. Gut, wie ihr seht, ich koche es jetzt kurz auf und danach sehen wir uns gleich zum Umgießen. Jetzt haben wir erstmal die normale Gelatine, die ist natürlich sehr flüssig. Das Agar-Agar, das ist sofort in Verbindung gegangen. Einfach damit, ich habe aufs Backblech jetzt gemacht. Ich finde, da kann ruhig mal was daneben laufen, ist nicht schlimm. Habe aber zum Sicherheit noch eine Alufolie runter. Ich habe mir jetzt einfach einen ganz normalen Kuchenschaber genommen und verteile das schön in die kleinen Förmchen. Das ist natürlich für so jemanden wie mich genau die Arbeit, die ich nicht mag, denn ich bin immer sehr ungeduldig, aber da braucht man doch etwas Ruhe. Wenn ihr eine bessere Lösung habt, um die Flüssigkeit da drin zu verteilen, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wie gesagt, ich mache sowas das erste Mal. Ja, wie ihr seht, ich habe es jetzt ein bisschen runtergestrichen einfach. Den Rest habe ich in eine andere Form getan. So, boah. Oh, das riecht, wenn ihr das riechen könntet, das ist schon mega geil.
So, und auch einfach wieder verteilen. Das geht auf jeden Fall angenehmer, das sucht sich seinen Weg. Ja, wie ihr seht, habe ich gegen meine eigene Doofheit zur Sicherheit noch daneben die Packung gelegt, damit ich weiß, welche sind, falls ich heute Nacht in einem Anfall vergesse, was ist. Ich werde die jetzt zum Kühlen in den Kühlschrank legen. Die müssen 4-5 Stunden mindestens abkühlen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall danach wieder, liebe Gummibärchen. Guten Morgen. Leute, schaut mal an, was geworden ist. Ich wackel extra damit rum, damit man sieht, es ist fest. Die sind wirklich hart und fest. Selbst das, okay, hier ist nur ein halber drin. Aber selbst das mit dem Agar-Agar, das Vegetar, oh, die kommen ja schon raus. Ich würde mal sagen, die holen wir jetzt erstmal raus und dann geht es ans Probieren. Gut, hier haben wir die vegetarischen, die ich ja mit diesem vegetarischen Gelee-Mittel gemacht habe. Das packe ich einfach auch alles in die Beschreibung, hat man einfach alles beisammen, was ich brauchte. So, jetzt mal schauen, wie die da rauskommen. Blub. Das ist ja lustig. Na, der will noch nicht so recht, der will bei seinen Brüdern bleiben. Ja, ich habe halt so kleine Kanten, weil ich jetzt nicht hundertprozentig sauber gearbeitet habe. Wie man hier sieht, ist aber nicht schlimm. Aber wichtig ist, es sind kleine Gummibärchen. Und wir sehen es natürlich gleich, wenn ich mal alle draußen habe. Ja, jetzt sind sie fertig. Hier haben wir die mit Gelee, da haben wir die mit dem Agar-Agar. Ich habe hier so ein bisschen Rand dran, ist nicht schlimm, kann man auch essen. Hätte ich einfach sauber arbeiten müssen. Jetzt geht es aber ans Wichtigste, und zwar ans Probieren. Ja, das sind die Gelee-artigen, also die aus Gelatine. Ihr seht, die sind wabbelig. Im Vergleich zu denen, die aus dem Agar-Agar sind. Die sind wirklich fest. Da wabbelt nichts rum. Jetzt natürlich auf die Kalorien, waren es 38 Kalorien auf 100 Gramm. Im Vergleich zu den Gummigoldbärchen von Haribo. Die haben 343 Gramm. Das ist aber auch egal, denn was im Endeffekt zählt, ist der Geschmack. Und wir wollen einfach mal hier die kleinen testen. Jetzt erstmal die Gelatine. Ich mag die gar nicht testen, weil es sich irgendwie eklig anfühlt. Die schmecken erstaunlich gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also von der Konsistenz her denkt man wirklich so Wobble Bobble. Aber die sind echt lecker. Es kommt auch schön der Geschmack vom Tee dann rüber. Jetzt kommen die Favoriten von der Konsistenz her, die aus Agar-Agar. Da kommt der Geschmack überhaupt nicht rüber. Das ist auch so richtig gummiartig, muss ich mal sagen. Das ist ein bisschen schade. Man kann es essen, wenn man so Lust auf den Geschmack hat. Favorisieren würde ich wirklich die Gelatine. Essen kann man die anderen natürlich auch. So, das war es jetzt für heute mit dem Gummibärchen-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video. Ciao!